Moin Leute, ja, heute möchte ich euch gerne meine 3 Lieblingsdüfte für das Büro vorstellen. Auch hier gilt natürlich, tragt, was ihr möchtet. Ich finde aber trotzdem, dass es durchaus auch Situationen im Büro gibt, wo man vielleicht nicht den allerstärksten Duft tragen muss. Sehr spezielle Duft-DNAs, die vielleicht auch für andere eher gewöhnungsbedürftig sind, müssen auch nicht immer sein. Und ich stelle euch eben 3 Düfte vor, die meiner Meinung nach immer gehen. Aber natürlich ist auch das relativ, denn es kommt immer darauf an, mit welchen Kollegen man zusammenarbeitet. Wenn die alle Düfte tragen und sich keiner daran stört, ja, dann feuerfrei, dann tragt ruhig auch intensivere Düfte. Aber es gibt ja hin und wieder auch mal Kollegen, die ja andere Parfums nicht so gerne wahrnehmen wollen. Und vielleicht arbeitet man auch auf engstem Raum. Und die 3 Düfte, die ich euch jetzt vorstelle, eignen sich meiner Meinung nach eben auch dafür. Ja, dann starten wir mit Marzocco, unschwer zu erkennen, von der Marke Roberto Ugolini. Ja, das ist ein Duft, der sich meiner Meinung nach eben ideal fürs Office eignet. Es ist ein frisch-fruchtiger und im Duftverlauf dann auch wirklich weicher und cremiger, leicht süßlicher Duft. Der Start ist richtig schön frisch, fruchtig und auch belebend. Also wir haben hier eine richtig tolle Mandarinen- und Limettennote. Im Herzen bekommen wir dann meiner Meinung nach einer der Mainplayer, nämlich die Orangenblüte. Bisschen Jasmin, also sowas leicht Florales schwingt dann auch noch mit. Im weiteren Duftverlauf wird der Duft dann immer weicher, cremiger und tatsächlich auch so leicht süßlich. Denn wir bekommen in der Basis dann Vanille, Patchouli und Moschus. Und es ist eine wirklich interessante Duftentwicklung. Also wirklich von frisch, fruchtig, belebend über die tolle Orangenblüte im Herzen eben zu so einer richtig schönen, weichen, angenehmen und leicht cremigen Basis. Der Duft performt auf meiner Haut nicht ganz so gut, wobei man sagen muss, dass es eigentlich mit 7 Stunden Haltbarkeit auch ausreichend ist. Nicht jeder Duft muss 10 oder 12 Stunden halten. Die Sillage ist tatsächlich weniger intensiv. Also so die erste Stunde, ja, hat man eine gewisse Ausstrahlung, aber dann wird der Duft relativ schnell hautnah, beziehungsweise man hat zwar noch so eine kleine Duftaura um sich herum, aber man strahlt jetzt nicht intensiv ab. Aber genau darum geht es ja. Es muss nicht immer ein starker, intensiver Duft sein. Wie gesagt, wenn man vielleicht auch so auf engstem Raum arbeitet, da passt so ein Duft. Und man muss auch sagen, dass Marzocco sehr gut im Umfeld ankommt. Also man eckt auf jeden Fall nicht negativ an. Also der Duft kommt eigentlich immer gut an, eben weil das eine DNA ist, die wirklich toll riecht und auch auf gar keinen Fall aufdringlich ist. Weiter geht es mit Apex von der Marke Roger Parfums. Ja, es ist die Eau de Parfum Konzentration. Es gibt ja jetzt ein ganz neues Release, eben ein Parfum von Apex. Ich muss ehrlich sagen, dass dieser Duft natürlich schon wesentlich spezieller ist als Marzocco. Nichtsdestotrotz finde ich, dass man Apex auch ideal eben im Büro tragen kann. Es ist zwar eine recht nischige DNA, aber vor allem auch ein so toller und interessanter Duft. Vor allem ein sehr komplexer Duft. Also, wir haben zum Start eine so tolle, belebende Frische. Also hier bekommen wir wirklich Mandarine, Orange, Zitrone, alles geballt. Und was für mich so eine unfassbar schöne Kopfnote ergibt. Also es ist einfach frisch, fruchtig und sehr aromatisch und belebend. Und nach dem frisch, fruchtigen und vor allem belebenden Start entwickelt sich Apex dann allmählich, ja, in so eine grüne, krautige, um nicht zu sagen moosige und waldige DNA. Wir haben auch, ja, richtig schöne holzige Noten. Ich nehme teilweise auch harzige Noten wahr. Das ist das, was ich eben eingangs sagte. Dieser Duft ist wirklich qualitativ hochwertig. Es gibt eine tolle Duftentwicklung und der Duft riecht wirklich komplex. Es ist auch auf jeden Fall eine weiche Duftkomposition. Also da ist jetzt nichts schwer oder drückend. Das ist meiner Meinung nach auch kein süßer Duft, sondern es riecht einfach wirklich sehr angenehm, sehr aromatisch, grün, würzig und holzig. Der Duft ist jetzt auch nicht sehr schlecht bewertet, aber ja, teilweise kommt ja Apex nicht ganz so gut an.
Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das ein so toller Duft. Also ich persönlich kann das nicht nachvollziehen, warum der von einigen Leuten so schlecht bewertet wird. Aber jetzt kommen wir immer wieder zu dem gleichen Punkt. Es ist halt ein subjektives Empfinden. Jeder empfindet das eben anders. Und deswegen ist es natürlich auch völlig okay, dass Leute Apex weniger gut bewerten. Ich bewerte den Duft auf jeden Fall sehr hoch. Mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Ja, nochmal ganz kurz zu dem Vergleich, der ja oft gezogen wird, eben zu Sauvage als Elixier von Dior. Das kann ich durchaus nachvollziehen, da gibt es so einige Parallelen. Ich muss aber ehrlich sagen, dass das für mich auch nochmal ein ganz großer Qualitätsunterschied ist. Ich will das Elixier von Dior gar nicht schlecht reden, aber ich finde einfach, dass Apex deutlich hochwertiger riecht, komplexer riecht und insgesamt ist das für mich eben nochmal ein ganz großer Qualitätsunterschied. Ich muss auch ehrlich sagen, dass die Haltbarkeit auf meiner Haut wirklich sehr gut ist. Also ich komme hier immer so auf 9 bis 10 Stunden. Man kommt also ohne Probleme durch einen Arbeitstag. Die Sillage ist vor allem so in den ersten 2-3 Stunden auch recht präsent. Es kommt einfach durch diese tolle Aromatik. Ja, und ich sagte eingangs schon, es ist natürlich schon eine nischige Duftkomposition. Ich finde aber trotzdem, dass diese Art von Duft-DNA ideal ins Büro passt. Weiter geht es mit einer meiner Lieblingsdüfte der Marke Parfums de Marly, nämlich mit Percival. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe diesen Duft. Also immer, wenn ich diesen Duft trage oder teilweise auch nur an den Flakon rieche, ich weiß nicht, da passiert irgendetwas in mir. Ich finde den Duft einfach klasse. Ja, und ich sagte auch schon in so vielen Videos von mir, für mich ist das auch weit mehr als ein Duschgel-Duft. Also, ja, ich kann diese Kategorisierung irgendwie verstehen und nachvollziehen. Ich finde aber eben, wie gesagt, dass es weit mehr als so ein sportlicher Duschgelduft ist, denn ich finde, Percival riecht noch richtig angenehm aromatisch und auch würzig. Ja, die Kopfnote ist interessant, hier trifft nämlich Mandarine auf Pfeffer, dadurch haben wir so einen frisch-fruchtigen, aber vor allem auch so einen aromatischen Start. Im Herzen bekommen wir dann, ja, ein paar Gewürze, wir haben da Koriander, Veilchen, sorgt einfach auch wieder eben für diese angesprochene Aromatik. Dazu bekommen wir dann auch noch ein bisschen Lavendel und Zimt. Durch Lavendel geht es eben in so eine Barbershop- oder Duschgel-Richtung. Aber ich finde, die Basis ist dann wieder so richtig schön aromatisch und würzig. Wir bekommen nämlich diverse Gewürze und durch Tonka und Moschus wird der Dry Down dann auch richtig schön weich. Also es ist insgesamt sowieso eine eher weichere Duftkomposition. Zusammengefasst ist es für mich von mir aus auch etwas duschgelig, aber darüber hinaus eben richtig schön aromatisch und würzig. Die Haltbarkeit ist super, ich komme immer auf 10 Stunden. Die Sillage ist tatsächlich in den ersten Stunden auf meiner Haut auch wirklich intensiv. Und das Tolle an Percival ist auch die Duftaura. Also dieser Duft riecht in der Luft einfach unfassbar toll. Das ist eine DNA, die wirklich sehr, sehr gut ankommt, immer positiv wahrgenommen wird. Und auch diese DNA eignet sich meiner Meinung nach eben ideal für das Büro, wenn man eben auch mit anderen Menschen zusammenarbeitet. So, und dann bin ich auch am Ende angekommen. Ihr seht hier nochmal alle 3 Düfte des Videos. Meine Favoriten sind hier ganz klar Apex und Percival, aber es sind alles Düfte, die sich meiner Meinung nach ideal fürs Office eignen. Ja, du kannst ja gerne mal kommentieren, welche Düfte du so im Büro trägst. Das interessiert mich immer. Schreib mal was in die Kommentare. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann drücke doch gerne den Daumen hoch Button und solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben und wenn du mich eben unterstützen möchtest, dann kannst du mir natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Dann sage ich danke, dass du hier warst, bleib gesund und munter und bis demnächst.